weiter Okay, geht's. we've got a way out. You can drive that thing? I'll have to. Let's go. Not yet. Ivankov mentioned the cargo zone when I tried to get information about the girl. I have to investigate. Sogar Stacheldraht hat er hier gezogen. Im U-Boot selber, ey, krass. All yours. I'll stand guard. Without a gun? I always carry one. No. I prefer not to use it unless I have to. They could have killed us. But they didn't. You should be proud of yourself. Not mad at me. Was für ein Witzbold. Ah. Mit ihm müssen wir nicht unbedingt reden, das wird schon... Was hat man hier? Überall Blut. Was hat er denn hier gemacht? Das Gewicht hat er sogar draufgeschrieben, okay. Okay. Was für ein Freak, ey. Kann man hier reingehen? Uah. My God, what is this? Bloodstains trampled by the bare feet of at least 4 different people. Bloody paw prints, made by dogs most likely. Das sieht ja fast aus wie ein Bär oder so. The boots that left these prints were fairly new, to judge by the clean outline of the sole. Schlauch zum Saubermachen dann, okay. Ach, Looks like okay. a scoreboard. Some of the competitors have letters and a number, but towards the end there are others that only have a number. Okay, das sieht aus wie kleine Arena-Kämpfe, die sie hier machen. Oh, Apollo scheint gut zu sein. Ich habe ein wenig die Befürchtung, dass am Ende noch unser Kumpel gegen den riesen Hühn da antreten muss. Können wir weiter zurück oder eher nicht? Ich wollte noch ganz kurz hier lang gehen und hier mal gucken, was da lag. Da auch noch, hier auch noch Blutspuren ohne Ende. Arena-Kämpfe, Mensch gegen Tier, Mensch gegen Mensch, denke ich, vielleicht auch Tier gegen Tier. Oh, das sieht nicht so lecker aus. Und alle Zellen sind leer. Wo ist Apollo? Based on what I got out of Ivankov and these pieces of evidence, I guess he's a human trafficker. Is there evidence that proves Ivankov was trafficking in humans? Sicherlich. A scoreboard, like a knockout tournament. Nee, das ist ja eigentlich Quatsch. Based on what I got out of... Ja, das wird eigentlich, ist es Quatsch bis jetzt. Bis jetzt können wir noch nicht so viel darüber sagen. Sieht mir aus, als ob er wirklich vielleicht zwar Händler ist, aber es sieht aus, als ob er irgendwie halt Kämpfe mit denen veranstaltet. Und zieht vielleicht Geld damit ein. The marks seem to have been made by teeth, although I can't be sure. Ja, aber von keinem Menschen, oder? Animal fur. Okay. Tierfell. I think they tried to clean up urine stains with some kind of powerful cleaning product made with ammonia. Die sind ja schlau. Just a number. Ja, alles nummeriert schön. Und Munition. Bullet casings.
He probably shot at whatever was in the cage. Nee, das reicht glaube ich noch nicht. They invented these less than 20 years ago to make life easier for lumberjacks. I wonder how long it was before the mob was using them for their own ends. This is fresh blood, not more than a day old. Na toll. Dried blood. Been there a while. Ich weiß, was die hier zerlegen und hier sind Kratzabdrücke. Marks left by the chainsaw, no doubt. Ah, okay, gut. Wenn es durch war, sag ich mal. Oh, das ist ziemlich abartig. Aber Episode 1 war ja auch nicht besser. Was hat man hier? Ein Kreuz. A cross painted by hand in blood. Was it the prisoner's own hand and their own blood? Sickening smell, revolting stains. This was a toilet for whoever was locked up here. Gefangen war er The auch. diameter of these shackles is pretty conclusive. Wrists or ankles. There's still some water and the food hasn't dried out completely. This cage was occupied recently. Ich würde immer fast behaupten, dass er, wie gesagt, Menschenhändler, ich glaube es ja I nicht think so, it der will ja says nur... Abdulcator, the owner of the biggest prostitution ring in Santa Esperanza. Okay, sind das die Leute dort, Menschen, gut doch, dass die kaufen und dann halt Caves. erledigen. Holy Christ. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Uah. Jesus. Mach die Luke wieder zu. Also meine Befürchtung. Reiche Mafiosen oder andere Bonzen, die holen sich oder bezahlen halt Geld, bestimmte Summen für bestimmte Menschen, die sie vielleicht tot sehen wollen. Dann dürfen sie auf das U-Boot, machen halt die illegalen Geschäfte hier, dafür ist es ja da, damit halt nicht jeder was mitkriegt. Und dann gehen zum Beispiel jetzt hier rechts in die Zelle und können die à la Hostel-mäßig zur Strecke bringen, wie sie wollen. Jetzt gucken wir mal wegen den Hinweisen. Is there evidence that proves Ivankov was a bucket that contained Das excrement? nehmen wir, die Fesseln. Shackles the right size for wrists and ankles. Recent traces of food and drink. No doubt about it. There were people in these cages. The size of the shackles, the troughs for food and drink, and the buckets for waste prove it. Can I prove that the people held here were sold? Ja, hier mit dem... The cages are labeled with letters, or names and numbers. Cages that likely house Okay, dogs. das wollen wir nicht verwenden. Das geht eigentlich auch nicht, nee. Gut, wir brauchen noch mehr Hinweise. So, hier gibt es bestimmt noch einige. Sieht aus wie so ein kleines Büro. Ah, Aktenschränke, da werden wir was finden. Verkaufszahlen wahrscheinlich. Oh. Die 62. Wen haben wir da? Okay, das sind sogar die Preise. Could this be Bezahlt, Sophia bezahlt. Capone? In any case, it seems that someone paid an extremely high price. 2500 bezahlt sogar. Specific orders. Short, red-haired adolescent. Middle-aged white man. Young Negro girl. Looks like Ivankov was paid for some of them, but some were rejected. Huch. Also ich glaube ja wirklich, dass das Ganze so ein bisschen an das Hostel erinnert. Also das Let's Play habe ich extra auf 18 gestellt. Von daher, die das gucken und nach YouTube standardmäßig auch wirklich 18 sind und nicht jetzt hier rumbeschmuren, dürften Hostel ja auch gucken oder auch kennen. Aber es erinnert mich ein wenig daran. No doubt about it. Ivankov likes boxing. Rocky. I knew it. Ha! Wir machen gleich wieder. Wir machen erstmal hier oben alles fertig und dann gehen wir nochmal auf die Pinnwand. Ja, hier gab es viel zu feiern.
Oh ne, genug Geschäfte. Was haben wir hier? Rechnungen oder? A receipt from the most expensive children's clothes store in Santa Esperanza, issued yesterday. Oh, da hat er sie wohl nochmal hübsch gemacht, die Sophie. Kulikov, the most versatile vodka in the world. I wonder how many death sentences came out of this thing. Zu viele. Ein Guido Ausweis. Colombo. According to Capone, that's the name Sophia's kidnapper used to pass himself off as her uncle when he took her from the school. We owe this beautiful work of forgery to the talent of Carlo Boccherini. May he rest in peace. Okay. Gibt's hier noch was? Ein Tresor. Na gut, ich habe noch keinen Code. Ah, was haben wir da? Was? Ich habe den Code für den Save auf den Gewinner des letzten Abends geändert. Also Apollo. Wir können ihn noch nicht öffnen, weil ich muss erst mal... According to Ivankov's register, nee, ich wollte doch... the forgeries belonging to Reicht noch nicht? a hefty... Wo finde ich jetzt den Code von... Ich muss mal runter an die Tafel, was Apollo für eine Nummer hatte. Das ist der Code. Komme ich da auch hier rum? Nein, ich muss durch den Käfig durch. Und dann... Ja, sitzt da schön und liest. Kann ich doch hier doch mal drauf gucken? Dreistelliger Code muss es sein. Apollo 209. Kommen wir ab nach oben. Mich wundert es ja, dass wirklich... Gut, auf dem Boot sind wahrscheinlich jetzt alle tot, bis auf der Bodyguard. Aber der muss das ja auch mitkriegen. Müsste ja eigentlich auch irgendwann mal kommen. 209. So, ne? Boah. 209. Und da haben wir es ja schon. Sehr gut. Ein Schlüssel. Bingo. Und dann müssen wir bestimmt darin, da nichts mehr drin, das bisschen Geld hatten, wo ich mitnehmen können. Das braucht die Wanne Kauf eh nicht mehr. Und das wäre, glaube ich, auch nicht aufgefallen, dass wenn das fehlt. Eigentlich müssten wir dieses Schiff versenken. So, hier gibt es nichts mehr weiter zu sehen. Wenn hier schon Fliegen rauskommen. They're still damp. Okay, wer hat hier geduscht? Ich sag's doch, die haben die Kleine sauber gemacht, so extra für den Verkauf zurecht gemacht. Teure Klamotten gekauft. Quite the contrast with the rest of the room. I'd almost say it was cleaner than my shower at home. Quite the contrast with the rest of the room. I'd almost say it was cleaner than my shower at home. Na gut. Genau hier, dafür ist der Schlüssel.
Hier hat sie gelebt. The giant container has been used to hold children. Was Sophia Capone held in the container? Das machen wir gleich. Wir gucken erst mal hier die Hinweise alle an. Ah, dreckige Sachen. Boy's underwear. Dirty. Er hat Angst gehabt. Doesn't look like the dress Capone said Sophia was wearing. Nah. Well, Sophia was wearing a blue dress with flowers that I personally ordered for her from Italy. Yeah, she was also wearing white ballet shoes with daisies embroidered on them. Na, die Schuhe sahen nicht so aus, wa? Ja, die Schuhe haben wir zumindest. Also das Kleidchen hätte er ja anlassen können. These prisoners were treated reasonably well, all things considered. Trotz allem ist es echt nicht schön. No adult could sleep here. Ah, Bilder wie die Kinder What do you have to ausbrechen. do to a child before they draw something like that? Geh mal auf die Pinnwand. A girl's shoe identical to the one that Ja. Capone said his granddaughter Sophia was Das wearing. könnte The natürlich forgeries sein. belonging to Sophia Capone. A shoe identical to the one described by Capone, and the documents used by the person pretending to be Sophia's uncle make it certain that she was held here. Sophia Capone was here, but did she get out? Sie ist verkauft. Someone paid a lot of money for a piece. According to the register, Ivankov was paid for Sophia, which means she was handed over to his customer. Sophia Capone got out of here, but did she get out alive? Children's shampoo. Someone towels that are still damp. A hefty receipt for children's clothes. The damp towels, the children's shampoo, and the receipt from the children's clothes shop indicate that they washed and dressed the children before taking them away. I strongly doubt that they washed them just to kill them, so there is reason to believe that Sophia Capone is still alive. So, hier der eine Handlungsstrang noch. Was war das? Kunden? According to Ivankov's register, the labels on the cages could refer to the customers who buy human merchandise from Ivankov. I base this assumption on the register, in which some of the pieces are marked as acceptable and paid for, and others are not. What does he do with the ones that are rejected? A metal table on which bodies were Was mutilated. tut er mit den Abgelehnten? Cages that likely house Einsperren? dogs. Entsorgen? Human bodies. A scoreboard, like a knockout tournament. Ja, mehr Hinweise habe ich ja noch nicht. Wir schauen mal weiter. Tut die vielleicht sogar noch irgendwie verbrennen oder sonst was machen? Ist ja auch ziemlich abartig. Irgendeinen Hinweis haben wir übersehen. Was macht er noch mit denen? So you have a sweet tooth? Yeah? And that's why they called you the Sugar Kid? All right. What do you want to know? I'm sorry about Billy Johnson. I don't know how it happened. I didn't mean to hit him so hard. Well, I did, but you catch my drift. First of all, I should have been letting him beat me. The fight was fixed. But I wasn't in the mood, and I took it out on poor Billy, a white boy who probably had no idea it was rigged. You satisfied? Anything else? How did you survive on Gore Island? Alphonse.
When I arrived, he was still in his prime, and he ruled the roost. He protected me until, years later, I had to protect him. You satisfied? Anything else? Why did you shoot those people? The white guy's friends follow the black guy who accidentally killed him. They're 20 at least. They start insulting him. The black guy takes it. After the insults, the spitting starts. The black guy takes it. The shoving. The black guy takes it. Kick from the back. The black guy takes it. Another and another. Black guy turns and fights back. And the mob, growing by the minute, falls on him. Someone fires a shot in the air. Everyone backs off. That someone is the dead guy's brother. He sticks a gun in the black guy's face, but the black guy's quicker. He grabs the gun, shoots him in the chest. While the crowd runs, the black guy empties the gun, not pausing to take aim. 1 dead, 4 wounded, 13 years. Reduced due to temporary insanity. There you are. Now you know who I am. So, what's the secret ingredient? The deal was that you would tell me who you are, and I found it out for myself. You win, my friend. For now. Das reicht noch nicht. Wir brauchen noch irgendeinen Hinweis hier. So, gibt es hier drin noch irgendetwas, was damit den noch so anstellt? Er färcht sie ein. Ja, tut sie einfach entsorgen. Boxkämpfe, er hat mir eigentlich schon die Tafel, ne? Ah. Ivankov said he dreamt of becoming a boxer. Did his dreams come true down here? There's more than blood on here. There's chunks of brain. Lecker. The leather's ripped, torn. By teeth? Und da haben wir den Hinweis. Chewed and stained with blood and body tissue. With all the pieces that are rejected by his customers, Ivankov organizes fights, probably to the death, between prisoners and between prisoners and dogs. Maybe even between prisoners and his own men. What is the fate of those that lose? A metal table on which bodies were mutilated recently. Human bodies, dismembered. It seems clear that those that lose in combat are hacked to pieces. Some of them while they're still alive. I'd say they're then thrown into the water, but there's no proof. We're done here. Let's go. Already? I thought I'd have time to finish Act 4. Are you doubting my efficiency as a detective? That would depend on the quality of your conclusions.